Hi ihr Lieben, ich bin die Jacqueline von Megamods Traveling und ich befinde mich gerade auf Indienreise. Nach der Hochzeit geht es jetzt weiter auf eine Rundreise. Wir starten hier von Bangalore, es geht weiter nach Mysore, Kabini, Coorg und Hassan. Danach verabschieden wir uns von der Hochzeitsgesellschaft und reisen zu dritt weiter nach Hampi und nach Goa. Starten wir los! Wir sind von einem kleinen Reisebus vom Resort abgeholt worden und starten jetzt los auf eine ca. 4-stündige Busreise nach Mysore. Die Stadt Mysore liegt im Bundesstaat Karnataka, im Südwesten Indiens. Eine Sehenswürdigkeit ist der Devaraya-Markt, den wir uns am ersten Tag anschauen. Dort findest du alles, wie zum Beispiel Gemüse, Gewürze, Blumen, Obst, Sandelholz und vieles mehr. Auf dem Heimweg konnten wir noch einen Blick auf den Amber Villas Palast werfen, den wir morgen besichtigen wollen. Dann geht es nach einem gemütlichen Abendessen auch schon ins Bett. Wir fahren ca. 14 Kilometer außerhalb von Mysore zum Darya Daulat Bag Denkmal. Sorry, falls ich hier irgendwas falsch ausspreche. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt von der Aussprache. Ich schreibe es euch gerne noch in die Beschreibung drunter. Der Sommerpalast liegt inmitten eines großen Gartens und wurde von Tipu Sultan 1784 erbaut. Er regierte für kurze Zeit von hier aus Mysore. Der Palast besteht größtenteils aus Teakholz. Total süß finde ich übrigens die indischen Eichhörnchen. Dann fuhren wir weiter in die Stadt in der Mauer. In die Moschee durften wir leider nicht reingehen, deshalb ging es gleich weiter. Spannend finde ich, dass die Leute Obst auf der Straße verkaufen, wenn der Verkehr nicht zu dicht ist. Das nächste Ziel ist der Chamundeshwari-Tempel. Ich schreibe euch das mal drunter. Am Parkplatz angekommen, war ich so von der Mimose-Pflanze begeistert, dass ich alles um mich vergaß. Funktioniert es nicht. Bei mir nicht so gut, gell? Ich nehme mal die falschen. Oh. Dann ging es weiter zu Fuß zum Tempel. Über Treppen kommt man zum Tempel. Dort saßen überall Affen herum. Ein großes Problem in Indien ist übrigens der Müll. Überall findet man so Mülldeponien wie hier am Wegrand. Auch an Seen sieht man das oft.
Die Affen sitzen sogar auf dem Tempel. Hier ging es richtig zu. So viele Menschen, die alle in den Tempel wollen. Der Tempel befindet sich übrigens auf den Chamundi-Hügeln, die ca. 3 Kilometer von Mysore entfernt sind. Er wurde im 12. Jahrhundert erbaut, der Turm dann im 17. Jahrhundert. Für uns ging es dann wieder zurück. Das ist übrigens unser Bus, mit dem wir fahren. Weiter geht's zum Ambavilla Palast. Dieser befindet sich im Zentrum von Mysore. Es war die Residenz des Maharajas, des ehemaligen Fürstenstaats Mysore. Der Palast ist einer der berühmtesten in ganz Indien. Der indosarazenische Palast wurde 1897 bis 1912 erbaut, nachdem der alte Palast abgebrannt ist. Jeden Sonntagabend wird die Palastfassade mit über 80.000 Glühbirnen beleuchtet. Wunderschön! Noch kurz zu erwähnen ist der Bridaran Garden, der circa eine Stunde von Mysore entfernt ist. Und die St. Philomenias Church, die ein bisschen wie der Kölner Dom aussieht. Man könnte fast vergessen, dass man in Indien ist. Übrigens ist Mysore auch für seine Seide bekannt. Gekauft habe ich aber dann keine, weil sie teilweise sehr unregelmäßig war. Am nächsten Morgen brachen wir auf zum 3 Stunden entfernten Kabini, das besonders bekannt ist für seine Tierwelt. Unser Hotel lag dieses Mal direkt an einem See im Safari-Camp. Nach einer kurzen Pause ging es dann los zur Safari. Dort sahen wir Rehe, Elefanten, Affen, Pfaue, Wildschweine, Wildhühner, Mungos, Termiten und zum Schluss sogar einen Tiger. Leider war der aber so weit weg, dass wir ihn nur durch ein Fernrohr beobachten konnten. Nach diesem Abenteuer brachen wir auch schon wieder auf zum nächsten Stopp, dem 3 Stunden entfernten Coorg. Langsam bekommt man ein Gefühl dafür, wie groß das Land ist. In dieser Reise sind wir die meiste Zeit nur in einem Bundesland, nämlich Karnataka. Auf dem Weg dorthin haben wir in Bailakuppe gehalten. Das ist die zweitgrößte tibetanische Siedlung außerhalb von Tibet. Rund 16.000 Flüchtlinge leben hier, darunter knapp 6.000 Mönche und Nonnen. Schon beim Betreten des Goldenen Tempels fühlt man sich wie in einer anderen Welt. Überall Gold, riesige Buddha-Statuen und Mönche. Außerhalb des Tempels gibt es viele kleine Läden, die zum Shoppen einladen.
In Coorg geht es dann weiter zum Dubare Elephant Camp. Mit dem Boot fahren wir hinüber zum Waldcamp. Nach einem Frühstück werden wir zum Fluss Kaveri geführt, wo wir die Elefanten waschen. Die Haut ist so dick, dass sie kaum etwas spüren. Es fühlt sich grob und stoppelig durch die Härchen an. Die Elefanten werden mit so einem Stock gelenkt. Hier leben ca. 30 Elefanten. Der älteste ist 68 Jahre alt. Einige Elefanten wurden wild eingefangen und dort behalten. Danach gingen wir in den Dschungel spazieren. Danach geht es mit dem Boot zurück. Wir machen noch einen kurzen Stopp an einer Gewürz- und Kaffeeplantage. Eine richtige Kaffeefahrt war das. Erst bekommt man ein paar Pflanzen erklärt, wie zum Beispiel Kardamom, Kaffee, Vanille, Nelken, Pfeffer, Zimt und vieles mehr. Und dann standen wir in einem Laden, wo man etwas kaufen sollte. Dort war es aber sehr teuer, deshalb haben wir später in einem Laden eingekauft. In dem Shop wurde uns noch gezeigt, wie sie Kaffee herstellen. Weiter geht's zu den Abbey Falls Wasserfällen. Die Hängebrücke ist ziemlich kaputt und sieht fast wie ein Kunstwerk aus. Und schon geht's auch wieder weiter zu den Rajas Tombs. Eine schöne Anlage mit Park zum Entspannen. Besonders witzig dabei fand ich diese Tiermülleimer, die es in vielen Parks gab. Am nächsten Morgen fuhren wir weiter zum 3 Stunden entfernten Hassan. Hassan ist die viertgrößte Stadt in Karnataka. Unser nächstes Sightseeing-Ziel ist der Kanakeshava-Tempel in Belur. Der Hindu-Tempel aus dem 12. Jahrhundert wurde 1170 nach Christus vom König Vishnu-Ardhana in Auftrag gegeben. Also das habe ich definitiv falsch ausgesprochen, aber ich schreibe es euch auch wieder drunter.
Der Tempel wurde über 3 Generationen aufgebaut und hat 103 Jahre bis zur Fertigstellung gebraucht. Bekannt ist der Tempel auch für seine Skulpturen und Säulen aus weichem Stein. Unser letztes Ziel ist der Belur- und Halebidu-Tempel. Dieser liegt in einer schönen Gartenlandschaft, die zum Verweilen einlädt. Für die Reisegruppe neigt sich die Reise jetzt zu Ende. Für uns 3 geht es weiter nach Goa und Hampi. Was wir da erlebt haben, seht ihr dann im nächsten Video in einer Woche. Bis dann. Ciao.